Was kostet Infrarotheizen? Dieser Frage gehen wir heute nach. Herzlich willkommen im neuen Video. Das Thema Infrarotheizen ist breitläufig. Warum? Man muss einmal ganz klar unterscheiden, was hat man für System. Wenn es heute Infrarotheizungen sein, die was hohe Wattzahlen haben und dann ein Thermostat haben mit Ein- und Aus, dann werden 1000 Watt auch der Verbrauch pro Stunde sein. Und wenn ich das 24 Stunden laufen lasse, dann braucht es ein Panel 24.000 Watt. So einfach ist die Rechnung, also sind 24 kW. Und das ist aber natürlich ein großes Thema. Wenn ich heute das berücksichtige in die Heizkosten, dann wird sich um Celsius-System nicht umkommen. Warum? Das Celsius-System hat keinen Thermostaten, sondern wir haben eine digitale oder eine Wi-Fi-Steuereinheit. Das ist bitte ein Computer. Dieser Computer erkennt, was habe ich für Speicherwärme aufgebaut, was reflektiert für Wärme von den Bauteilen zurück. Und das wiederum wird im Hintergrund von unserer Software, von unseren Prozessoren in der Steuerung verarbeitet. Das heißt, die Steuerung wird entscheiden, brauche ich jetzt 550 Watt, was schon wenig ist, wird jeder sagen, boah, das ist ja nicht viel, 0,55 kW. Aber, und jetzt kommt das Aber, Celsius Wi-Fi zum Beispiel kann 550 Watt bis auf 50 Watt vollautomatisch regulieren über einen sogenannten Stromimpuls. Und diese Stromimpulssteuertechnik, diese Steuerung kann einfach genau das, dass ich über diesen Stromverbrauch, über diese Regulierungen bis zu 6000 Mal in einer Minute im Endeffekt kann das Steuergerät entscheiden, was kommt für Wärme zurück, was will ich für Wärme haben und was brauche ich dazu für einen Stromverbrauch. Das ist bitte Hightech. Und dieser Hightech macht es möglich, über 12 Meter Infrarotraumtiefe, was wir als sogenannte Reflexion und Rückreflexion über diese hohe Reichweite erzielen, dass sie überhaupt Speicherwärme aufbauen kann. Und das ist auch der Unterschied zu normalen Infrarotheizungen, die erwärmen nur die Luft. Jetzt nehmt ihr diese Energie, die was schon hoch ist, so wie heute fast bei den meisten Elektroheizungen auch. Ich erzeuge nur eine Konvektionswärme, also habe ich nur warme Luft. Und weil ich warme Luft habe, wird der Verbrauch hoch sein. Und bei Celsius schaut das komplett anders aus. Da kennt ihr heute zum Beispiel bei einem Haus, was eine vernünftige Baufeuchtigkeit hat. Sprich, wenn ein altes Haus ist, habt ihr oft viel Feuchtigkeit. Da gibt es ja etliche Videos, schaut euch die anderen Videos einmal an. Wenn die Feuchtigkeit vorhanden ist, dann wird Celsius zuerst entfeuchten. Das ist eine sogenannte Entfeuchtungsphase, kann man sehen als wie eine Sanierungsphase von einem Gebäude. Und das ist ja genau das, wo ich sage, ich kann von einem Stromschnitt erst dann reden, wenn die Baufeuchtigkeit im normalen Bereich ist. Das ist aber egal, ob wir jetzt von einer Ziegelwand reden, ob ein roter, ein grauer Ziegel, ein Stangengebäude, ein Ytongziegel oder genauso ein Holzhaus. Die Baufeuchtigkeit, die muss passen. Nur dann könnt ihr Speicherwärme aufbauen. Und wenn das der Fall ist, dann wird sie einmal richtig Geld sparen. Und dann erreicht sie Verbräuche, die sind sensationell. Und zu dem Thema schauen wir uns jetzt einfach was an. Ich blende euch jetzt einmal was ein. Das ist aus dem tiefsten Kärnten. Da ist in der Nähe ein großes Gletschergebiet, also ein Skigebiet. Und wenn wir das da anschauen, da haben wir da aktuell so um die minus 14, minus 16 Grad Außentemperatur. Und ich zeige euch jetzt von dem Haus explizit da daneben die Verbräuche. Die Familie hat da auch 23,5 bis 24 Grad Raumtemperatur, relativ hoch und trotzdem sind die Verbräuche niedrig. Und da schauen wir uns auch dazu den Gesamtverbrauch an. Und den sage ich euch jetzt. Und jetzt schaut euch das einmal an. Und das ist aber der Überhammer. Die Verbräuche da sind niedrig. Und jetzt schauen wir mal in den Bereich Dresden rein. Zu der Zeit aber auch tiefe Temperaturen. Aber jetzt schauen wir uns einmal da jetzt im Vergleich dazu einen Verbrauch von einem gesamten Haus an. Ich blende das jetzt da daneben ein, da seht ihr jetzt da die einzelnen Räume. Da seht ihr jetzt aber nicht draufdruck die einzelnen Verbräuche. Und dann schaut euch das an. Das ist jetzt der direkte Vergleich Kärnten zu Dresden. Und wenn ihr das jetzt einmal vergleicht zu einem Gesamtverbrauch, wird ihr eigentlich draufkommen, das ist nicht viel. Mit so wenig Verbrauch ein Haus zu heizen, ist fast unmöglich. Und das ist bitte Celsius. Celsius ist ein Hightech-Gerät und das hat einen enorm hohen Wirkungsgrad.
weil ich die natürliche Speicherwärme in allen erwärmen kann. Und dann könnt ihr auch Vielfaches an Flächen zu der Grundfläche erwärmen, weil ja alle Wandflächen, Deckenflächen, Bödenflächen, Möbel warm werden. Und das ist heute Celsius, das ist unsere Steuertechnik. Schaut rein auf www.infrarothehimmel.at, tut uns liken, tut uns abonnieren und jetzt geht's bitte mal in den Shop und kauft euch einmal eine Celsius Infrarotheizung. Jetzt ist die Zeit dafür, um für unser System zu verwenden. Und habt aber Geduld. Die Feuchtigkeit muss raus, da brauche ich ja etwas mehr Energie. Und wenn es trocken ist, dann werdet ihr wunderbar niedrigste Energie haben. Bei tiefsten Temperaturen, wo andere Heizungen an die Grenzen kommen. Und deswegen wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Für euch von Infrarothehimmel.